Hallo Retro-Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute begeben wir uns wieder in eine Zeit weit, weit entfernt in einer anderen Galaxis. Wir gehen wieder zurück zu den wirklichen Vintage-Zeiten. Wir gehen zurück zu Star Wars. Ja Leute, ich habe es ja schon in einem meiner vorigen Videos erwähnt, ich bin wieder total im Star Wars Fieber und nachdem ich mir zuletzt Figuren aus der Star Wars Vintage Collection geholt habe, also quasi Neuauflagen im alten Design, habe ich jetzt wirklich Vintage-Figuren aus der Zeit der ersten Spielzeugserie von 1977 bis 1985 habe ich bekommen, habe ich neu in meiner Sammlung. Die möchte ich euch jetzt in diesem Video präsentieren. Ja, bevor ich das nächste Video, was ich halt online stellen möchte, ist das Video von meinen wirklichen alten Star Wars Vintage Figuren und kleineren Fahrzeugen. Ja, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ja, ich habe meine ganzen Star Wars Figuren von damals habe ich noch. Die möchte ich mit euch zusammen aus der Kiste rausholen und auspacken. Bevor wir das in einem der nächsten Videos machen, möchte ich euch jetzt schon mal meine Neuzugänge aus dem Bereich Star Wars präsentieren. Ja Leute, und anfangen möchte ich mit einer original verpackten Figur, die mir sehr, sehr viel bedeutet. Das ist meine erste originale alte Star Wars Figur in OVP, die ich mir jetzt gegönnt habe. Und es ist kein geringerer als Klaatu aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter aus Jabba's Palast. Auf einer original Vintage-Karte, eine US-Karte. Ja, ich finde es total klasse. Der Blister sitzt fest auf dem Cardback drauf. Er ist leicht gelblich, aber das ist bei Star Wars, habe ich mir sagen lassen, gar nicht so einfach, einen wirklich klaren Blister zu finden. Ja, ich finde es total toll. Ja, eine Original Star Wars Figur, das müsste das Jahr 83 gewesen sein, genau 1983. Hier hinten auf der Rückseite dieser Karte war es ja damals üblich, dass die Figuren, die bisher erschienen sind, immer noch mal abgebildet waren. Ja, ich habe auch noch alte Cardbacks von meinen alten Figuren, da hatte ich damals dann immer die Figuren mit einem Kuli durchgestrichen, die ich schon hatte. Bei der werde ich es nicht machen, die werde ich so lassen, wie sie ist. Ja, hier steht Collect All 65, es ging danach noch ein bisschen weiter, dann gab es ja zuletzt die Last 17, also die letzten 17 Figuren, die einen etwas höheren, teilweise einen recht hohen Marktpreis haben, selbst lose und OVP schon ja, dreistellig aufwärts. Ja, ich werde mir selektiv ein paar Star Wars Figuren in OVP jetzt gönnen. Klaatu weiß ich auch, habe ich noch als ja, lose Figur aus meiner Kindheit, die ist auch irgendwo in meiner Kiste drin. Auch die werde ich nochmal auspacken, da kann man die nochmal ein bisschen ja, anfassen, nochmal ein bisschen befühlen. Der hier bleibt auf der Karte. Ich finde diese Karten richtig toll. Ich habe ja auch noch ein Preisschild drauf. Und das ist eine US-Karte, wie gesagt, von Kmart. Und der war ursprünglich ausgezeichnet mit 3,27 $. Dann war das 3,27 $ durchgestrichen und ich glaube, da steht jetzt eine 1. Vielleicht ist er dann für $1 verkauft worden damals. Ja, er sitzt fest, er wackelt auch nicht. Ja, diese Karten finde ich sowas von toll. Ja, es ist einfach Wahnsinn. Hier gab es noch irgendwie einen Free Coin. Hier hat man noch eine Sammlermünze bekommen. Wenn man halt diesen, ja, es ist ein Proof of Purchase. Ja, das heißt, man musste irgendwas hier von der Karte abtrennen, ausschneiden, was auch immer. Musste das an Kenner schicken damals. Und dann hat man was bekommen, nämlich diese Münze hier. Und genauso konnte man halt auch den Imperator Actionfigur bekommen mit 5 von diesen Verkaufsbelegen konnte man das auch einschicken. Dann hat man den Imperator bekommen. Hier unten steht es auch nochmal. Ja, also den habe ich auch, das weiß ich. Das war auch meine eigene Figur damals. Auch der müsste in der Kiste sein. Auch das Geheimnis werden wir lüften. Hier, wie gesagt, stört es mich auch gar nicht, dass dieser Aufkleber jetzt auf dem Bild des Klaatu ist. Ja, das war früher teilweise so. Die sind einfach drauf gebappt worden. Das werde ich auch partout nicht abmachen oder auch gar nicht erst versuchen, weil das wird aber auch nicht gehen. Ja, also ich finde es toll. Das ist ein Zeitzeugnis. Auch das Preisschild bleibt dran, so wie es ist. So war das damals. So ist der verkauft worden und so bleibt er jetzt in meiner Sammlung. Ich finde es Wahnsinn. Ja, Leute, sagt doch mal, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von Star Wars? Was haltet ihr von OVP-Figuren? Habt ihr OVP-Figuren? Habt ihr auch noch lose Figuren aus einer Sammlung? Lasst es mich wissen. Das ist mein erster original verpackter Star Wars-Charakter Klaatu aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich freue mich wahnsinnig. Ja Leute, und auch damals war es so, bei mir in der Kindheit, bei Star Wars nichts anderes wie bei Masters of the Universe. Ich habe
eigentlich nur die Figuren bekommen. Ja, ich habe selten Playsets bekommen, ich habe selten Fahrzeuge bekommen. Wenn, da waren es nur kleine, bei Masters of the Universe nur kleine Fahrzeuge, wie der Road Tripper zum Beispiel, den Battlecat als Kampftiger. Ja, und bei Star Wars war es ähnlich. Ich hatte damals kein einziges Fahrzeug, ich hatte kein Playset von Star Wars, wir hatten nur lediglich, meine zwei Brüder und ich, wir hatten nur lediglich die 3,75 Inch Figuren, ja, und ja, weil es davon so viele gab und wir haben sie auch nicht komplett gehabt, das weiß ich auch, ja, aber trotzdem Fahrzeuge haben wir keine gehabt. Große Figuren oder Monster haben wir auch keine gehabt und das ändert sich jetzt in meiner Sammlung, ja, weil jetzt hole ich mir diese Sachen, die ich mir holen möchte, die ich früher nicht bekommen habe, weil sie einfach zu teuer waren, ja, für damalige Verhältnisse, als wir waren 3 Kinder, wie gesagt, ja, und da jedem sowas zu schenken, da gab es halt die Figuren, vollkommen okay, ja, jetzt leiste ich mir auch andere Sachen und den Ausschlag gegeben für diesen Kauf hier hat die Serie Book of Boba Fett, die ja, mich noch nicht so hundertprozentig überzeugen kann wie The Mandalorian, aber in dieser Folge gab es ein Wiedersehen mit einer altbekannten Figur aus dem Star Wars Universum, aus der Originaltrilogie und da konnte ich nicht Nein sagen und ich habe mir den Rancor gegönnt. Lose, nicht in OVP. OVP wäre das Ganze noch ein bisschen teurer gewesen. Ja, aber ich habe im Online gesucht und habe diesen Rancor gefunden in einem wunderschönen Zustand. Er hat leichten Farbabrieb, sieht man das hier vorne an den Zähnen, aber das ist, glaube ich, normal. Ich habe kein Bild gefunden von einer ausgepackten Figur, wo die Zähne, wenn sie nicht halt nachgebessert wurden, einwandfrei noch weiß sind. Also das ist einfach der Abrieb, der Zeit geschuldet ist. Die Figur ist auch von 83. Ja, es ist super, es ist nirgendwo irgendwie irgendwas aufgeplatzt oder der Kleber löst sich und so weiter. Es ist einwandfrei, total klasse. Ich habe hier hinten einen Hebel an der Figur. Und wenn ich den betätige, weiß nicht, ob man es sieht, ja, dann kann er brüllen, dann kann er das Maul öffnen. Ja, finde ich total klasse. Ja, ich habe hier die Beine kann ich bewegen. Ja, also ich kann ihn positionieren, wie ich möchte. Die sind auch noch fest, die Gelenke. Ich kann die Arme bewegen. Ja, zum Gebrüll. Ja, geht er nach oben und ich kann sogar die Handgelenke drehen. Ja, das war für damals. Das heißt, ich kann hier eine Figur reinlegen, die er gerade halt jetzt so eine Palastwache zum Beispiel, also den Gamorrean Guard, ja, diese Schweinsgesichter, die er ja auch in die Rückkehr der Jedi-Ritter unten in dem Kerker verspeist hat, ja, wo Luke dabei war, finde ich total klasse. Ja, ich habe diese Figur, wie gesagt, damals nicht gehabt. Ich habe auch keinen Bekannten gehabt, der diese Figur hatte. Ja, von daher ist das erste Mal gewesen, wie ich den aus der Packung geholt habe, jetzt, die ich per Post bekommen habe, dass ich den wirklich in der Hand habe und ich finde ihn Wahnsinn, ich finde ihn super toll. Ja, was soll ich sagen, er ist mächtig, er ist richtig bullig, das habe ich gar nicht auf den Bildern so in Erinnerung oder so gesehen, so wahrgenommen. Ja, die Figuren sind ja so groß ungefähr hier, ja, wenn ich jetzt nochmal den Klaatu in OVP daneben lege oder daneben zeige, ja, also ist richtig schön, ja, und somit habe ich eine Figur aus der Rückkehr der Jedi-Ritter und eine zweite Figur, den Rancor aus der Rückkehr der Jedi-Ritter und der bekommt bei mir auch wiederum einen Ehrenplatz, wie so vieles bei mir einen Ehrenplatz bekommt, aber das ist noch Spielzeug gewesen, ja, das ist richtig tolles Spielzeug, richtig tolle Produkte gewesen und der wandert in die Sammlung. Ich baue mir eine Star Wars Ecke hier. Die zeige ich euch natürlich, wenn es fertig ist. Wenn ich meine Kiste ausgepackt habe mit meinen alten Figuren. Ja, und dann schauen wir mal, ob euch vielleicht auch das Star Wars Fieber wieder packt. Oder hat es euch schon gepackt? Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Der Rancor freut sich auf eure Antwort. Ja Leute, jetzt habe ich eine original verpackte Figur. Ein loses Monster. Ja, was gab es noch? Es gab noch Fahrzeuge und Fahrzeuge habe ich auch bekommen und ich möchte anfangen mit einem, was ich damals nicht gehabt habe, aber mein Kindesfreund, der Lutz, hat es gehabt, das weiß ich noch. Ja, und zwar habe ich hier aus Das Imperium schlägt zurück, Empire Strikes Back, aus der Wolkenstadt Bespin, diesen Cloud Car Twin Pilot heißt er, glaube ich, ja, oder Twin Pod, ja, komplett im super Zustand. Aufkleber sind noch dran, die Standfüße sind dabei, sind noch fest, die kann ich hier einfahren, ich drücke einfach drauf, so, und dann kann er fliegen, wenn ihr das seht, jetzt sind die Füße eingefahren, jetzt fliegt er und ich kann sie halt genauso gut einfach wieder rausholen, damit ich ihn halt
hinstellen kann, drapieren kann. Ja, die Cockpits kann ich öffnen, wenn ihr das hier seht. Die sind auch noch fest und stabil. Die fallen auch nicht runter, wenn ich das Ding kippe. Ja, kann halt den Piloten reinsetzen, beziehungsweise beide Piloten reinsetzen. Wenn ihr das seht, ich habe auch hier sogar noch die Cockpit-Aufkleber habe ich noch hier drin. Sieht man das hier? Ja, also ein wunderschöner Zustand. Auch die Cockpits sind nicht vergilbt, die sind noch klar. Es ist leicht gelblich, das eine hier. Ja, aber auch Wahnsinn. Und hier kann man gucken, unten drauf steht, glaube ich, das Jahr. Und das müsste genau 1980 ist das Teil hier hergestellt worden. 41, wir haben jetzt 2022, 42 Jahre alt, dieses Spielzeug hier. Es ist... Leute, es ist keine Schramme dran, es ist nichts abgebrochen, es ist nichts irgendwie, dass ich Bruchstellen sehe, weil die sind ja dann so auf dem Plastik dann so immer so ein bisschen weiß, ja, so wenn mal irgendwas gegengeknallt ist, wenn man als Kind damit gespielt hat. Nein, gar nichts der Fall. Das Ding ist in einem Top-Zustand, ja. Schade, dass es die Wolkenstadt damals so nicht gegeben hat. Das wäre natürlich cool gewesen, ja. Die Wolkenstadt irgendwo aufhängen, dann an die Decke vielleicht hier diesen Twin Pod halt, ja. Finde ich Wahnsinn. Jetzt habe ich ein weiteres Fahrzeug oder ein Fahrzeug zu meinem Rancor, zu meiner original verpackten Figur, was ich mir die letzte Zeit gegönnt habe. Und ich bin so happy, dieses Teil hier jetzt auch in der Sammlung zu haben. Ich finde es toll, auch die Farbgebung, ja, das setzt Akzente in der Sammlung, ja. Meistens sind die Fahrzeuge ja grau oder weiß, ja, oder das Weiß ist mittlerweile vielleicht vergilbt, ja. Aber der ist orange, das ist ein richtig schöner Farbtupfer, ja, das werde ich richtig schön integrieren in meine Sammlung. Und ja, Leute, wie gesagt, ihr werdet sehen, wie es ausschaut, wenn ich das Ganze aufgestellt habe. Was sagt ihr zu dem Twin Pod hier? Ja, Imperium schlägt zurück ist ja für viele der beste Star Wars Film, ja, weltweit. Meine Meinung ist, oder mein persönliches Empfinden ist, und das hat halt mit meiner Kindheit zu tun, die Rückkehr der Jedi-Ritter ist mein persönlicher Favorit, ja, auch von den Originaltrilogie. Einfach aus dem Grund, weil das der erste Film ist, den ich damals gesehen habe. Der kam 83 raus. Ich weiß nicht, wann der bei uns auf Video draußen war. Vielleicht 85. Das hat ja alles früher damals ein bisschen gedauert. Ja, da war ich dann 7, wie ich den gesehen habe. Ja, wenn das dann so hinkommt. Und das war der erste Film, den ich wie gesagt, von Star Wars gesehen habe. Und deswegen hat er immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich fand den total klasse. Ja, Star Wars 1, also Episode 4, eine neue Hoffnung, genauso wie das Imperium schlägt zurück, sind mega klasse Filme, aber das Rückkehr der Jedi-Ritter wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben als Film Nummer 1 für mich. Ja, und das soll es noch nicht gewesen sein, denn ein weiteres Fahrzeug hat den Weg aus einer fernen Galaxie in meine Sammlung, hier zu mir in meine Man Cave gefunden. Und es ist ein Fahrzeug, was jeder Star Wars Sammler eigentlich in der Sammlung haben sollte. Und zwar ist es ein X-Wing. Ein X-Wing im Battle Damage Look. Ja, das heißt, den gab es ja früher in mehreren Versionen. Ich hatte mir schon mal einen bei Seatoys beim Christian gekauft. Ja, der war recht beschädigt. Ja, ich glaube, da waren die Waffen nicht dabei, da war das Cockpit, das Display hier, die Plastikscheibe nicht dabei. Ja, den hat er für 7 Euro, glaube ich, verkauft. Der war recht vergilbt. Ja, den bin ich noch am Restaurieren, ja, damit ich einen kompletten habe. Ja, und ja, dann habe ich mehrere X-Wing in der Sammlung. X-Wing kann man nicht genug haben, ja. Die Flieger der Rebellenallianz, wie gesagt, das ist der Battle Damage Outfit. Den gab es damals halt mit den Aufklebern, die ja hier so ja, Kampfspuren, nenne ich es mal, hatten, ja, so Rauch oder so, dass halt hier irgendwas verbrannt ist, etc. Ja, die Aufkleber sind alle noch drauf. Die Aufkleber lösen sich mittlerweile ein bisschen, finde ich aber gar nicht so schlimm. Finde ich gar nicht schlimm. Die Waffen sind dabei, die Laserkanonen hier, alle 4, sind nicht abgebrochen, die brechen gerne mal ab. Ja, der Fuß, das Fahrwerk quasi, kann ich hier einklappen, auch dann fliegt er wieder. Ja, und ich klappe ihn aus, damit ich ihn hinstellen kann. Hat hier nochmal so zwei Nöppeschen, sage ich mal. Ja, wenn ich ihn hinstelle, dass er da drauf liegt. Ja, hinten der Aufkleber vom Triebwerk. Es ist alles dabei. Die R2-Einheit ist hier oben und die R2-Einheit ist halt das Besondere, ist halt das Gimmick an dieser Figur. So fliegt er halt. Ich mache mal den Fuß rein. So fliegt er halt. Und wenn ich jetzt den R2 runterdrücke, für die, die es nicht wissen, so, dass ihr das auch seht, wenn ich den R2 runterdrücke, dann öffnet sich die
öffnen sich die Flügel, die Kampfposition ist somit, ja, und somit kann ich jetzt den Angriff auf den Todesstern starten, ja, Angriffsposition, X-Flügler, daher der Name. Und wenn ich jetzt hinten, bei dem R2 ist so ein kleines Knöpfchen hier, wenn ich das jetzt nach hinten ziehe, zack, dann gehen die Flügel wieder zusammen. Ich finde es einfach Wahnsinn, ich finde es toll, ja, das Cockpit auch, Sitz ist drin, die Glasscheibe oder die Plexiglasscheibe, ja, das Kunststoff ist dabei, ist auch nicht wirklich vergilbt, ja, es ist ein bisschen gelblich, das ist aber auch der Zeit geschuldet, denn dieses Fahrzeug ist auch von, lasst mich gucken, oh, da steht gar kein Datum drauf, Kenner Production, Cincinnati, Ohio, USA. Ich gehe davon aus, dass der auch halt von 80, vielleicht von 77, ich weiß es gar nicht genau, wann das ist. Seht es mir nach, wenn ihr jetzt der Experten seid, könnt ihr mal reinschreiben, von wann diese Battle Damage Version ist. Ja, und den gab es dann auch nochmal mit Soundeffekten. Das heißt, hier vorne seht ihr an der Spitze ist so ein weißes Nippenskin. Ja, das ist jetzt eine Blende, sage ich mal. Also da ist jetzt nichts, das Ding kann nichts sonst. Und den Flieger gab es auch nochmal, dass hier so eine kleine rote Diode drin ist. Ja, und dann hatte er hier hinten nochmal einen zusätzlichen Knopf. Und wenn ich da drauf gedrückt habe, ja, hier ist so ein Batteriefach drin gewesen. Wenn ich da drauf gedrückt habe, dann hat er hier vorne Kampfgeräusche gemacht, das Ding. Und das rote Lämpchen hat geblendet, geblitzt, geleuchtet, nicht geblendet. So stark war es dann doch nicht. Die Versionen gibt es auch noch. Ich möchte diese X-Wing jeden einmal in meiner Sammlung haben. Ja, wie gesagt, X-Wings kann man nicht genug haben. Da gab es ja einige, Rot 1, Rot 2, Gelb 1, Gold 1, Blau 1, was weiß ich was alles. Ja, ein X-Wing für meine Sammlung. Leute, ich bin so froh, mit Star Wars wieder angefangen zu haben. Ja, vor allem mit den Vintage-Sachen. Das gibt mir so viel. Das sind so Kindheitserinnerungen. Auch wenn ich, wie gesagt, diese Fahrzeuge damals nie hatte. Aber Leute, seid gewiss, das hole ich jetzt nach. Ja Leute, insgesamt 4 neue Sachen für meine Vintage-Sammlung. Das ging jetzt auf einmal ganz schnell. 2 Fahrzeuge, ein Monster, eine Figur in OVP. Da bin ich so froh, das finde ich so toll, diese zu haben. Ich habe mir erst überlegt, holst du dir nur lose Sachen, ja, weil du hast halt so viele lose Sachen aus deiner original privaten oder eigenen Kindheitssammlung noch, ja. Wollte eigentlich keine OVP-Sachen haben. Dann habe ich jetzt diese eine gesehen, habe sie in der Hand gehabt und dachte mir, die brauche ich. Natürlich, wo habe ich sie her? Vergessen zu sagen, von Seetoys natürlich. Christian, Grüße an dich. Ganz vergessen, seht ihr, ich bin so euphorisch hier mit meinen Star Wars Sachen. Ich werde weiter Star Wars sammeln. Es kommen die nächste Zeit noch einige Sachen in meine Star Wars Sammlung dabei oder dazu. Ja, wie gesagt, eins der nächsten Videos wird allerdings auch sein, dass ich das Geheimnis lüfte, meine große Kiste mit Star Wars losen Figuren aus der Kindheit auspacke, ja, und euch zeige, was ich alles für Figuren habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es gab. Ich meine, es gab 95, 97. Seht es mir nach, wie gesagt, wenn ich es nicht genau weiß. Also einige davon habe ich, welche mir noch fehlen, welche ich noch brauche. Das werde ich dann in diesem Video checken mit euch, ja, und werde halt gucken, ob ich dann meine lose Figurensammlung komplettieren kann. Also Leute, wie immer, schreibt es in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet, wie es euch gefallen hat. Ja, sammelt ihr Star Wars, sammelt ihr kein Star Wars? Was sammelt ihr von Star Wars? Es gibt ja so viele neue Star Wars Figurenreihen, so viele Serien, ja, von allen möglichen, ja, Animation-Serien, von den alten Figuren neu aufgelegt etc., was ich euch auch schon mal gezeigt habe, ja. Ich blende euch das Video auch hier nochmal ein, falls ihr es natürlich nicht gesehen haben solltet. Und ansonsten, ja, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, ja, wenn ihr auch ein Fan oder ein Kind vielleicht der 80er Jahre seid, wenn ihr euch mit den 70er, 80er Sachen identifizieren könnt, nicht nur Star Wars, auch Masters of the Universe, also generell Toys aus dieser Zeit, Filme, Musik, ja, Merchandise, alles, was es in dieser Zeit, was diese Zeit so besonders gemacht habt, ja, wenn ihr diesen Kanal hier noch nicht kennt, klickt doch mal in meine anderen Videos, wenn euch das gefällt, über ein Abo, beziehungsweise über jeden Daumen hoch bei jedem Video würde ich mich freuen, ja, und ja, was soll ich sagen, ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen, wir sehen uns beim nächsten Video, da bin ich mir sicher, Leute, bleibt gesund, macht's gut, euer Retro Raune.